Tag gesagt YouTube, hier ist Terrarienbau Berlin. Ich zeige euch heute mal 4 verschiedene Versionen eines tschechischen Lufthebers, einen gebogenen, einen gedrehten, einen Standard-Luftheber und einen mit weniger Löchern in der Druckkammer. Wenn ihr wissen wollt, wie ein tschechischer Luftheber funktioniert, wie man einen am besten selber bauen kann, bleibt dran, klickt auf die Infobox und jetzt viel Spaß. Das hier werden sie also, unsere Luftheber. Oben der Standard-Luftheber mit Winkel, in der Mitte der gebogene und unten der gedrehte Luftheber. Beginnend möchte ich euch erst einmal zeigen, wie ich ein PVC-Rohr mit heißem Sand biege, um einen gebogenen TLH ohne Winkel herzustellen. Dazu erhitze ich Sand im Ofen bei 250 Grad für ca. 5 bis 10 Minuten. Das PVC-Rohr habe ich unten mit einem Korken verschlossen und den heißen Sand fülle ich nun über einen Trichter in das Rohr. Nur das untere Drittel wird mit Sand befüllt. Es gibt auch noch andere Varianten, um ein PVC-Rohr zu biegen, mit heißem Wasser, einer heißen Spirale oder auch einem Föhn. Verschiedene Anleitungen dazu findet ihr hier bei YouTube. Ich habe das gebogene Rohr dann fixiert und mit Föhn und Toaster noch bearbeitet, um die Dellen aus der Biegung zu bekommen. Das Ergebnis sieht man hier. Als nächstes möchte ich euch zeigen, wie ich aus dem gebogenen Rohr einen gedrehten Luftheber gebaut habe. In diesem Fall auch wieder heißen Sand einfüllen. Diesmal befülle ich das komplette Rohr. Warum ich einen gedrehten Luftheber gebaut habe? Ganz einfach, nichts in der Natur ist gerade und eckig. Ich simuliere hier also einen naturgetreuen Wasseraustritt. Esoteriker und Wasserforscher sprechen sogar von Heilwasser, welches durch rechts gedrehtes Wasser und Verwirbelung entstehen soll. Das hier wird also mein gedrehter Öko-Naturluftheber. Ziel hierbei ist es, trotzdem einen flüssigen Wasserlauf zu gewährleisten. Der Sand im Rohr wird mit der Zeit sehr heiß, mit Handschuhen lässt sich das PVC-Rohr aber gut bearbeiten. Als nächstes habe ich mit einer Säge alle Luftheber am Auslauf ca. 45 Grad abgeschrägt. Das hier sind sie also, die ersten 3 Luftheber-Varianten. Wer wissen möchte, wie ich den Standard-Luftheber mit Winkel gebaut habe, klickt die Infobox. Ich habe alle Luftheber aus einem PVC-Rohr 20 cm hoch mit einem 20 mm Durchmesser gebaut. Und alle Maße sind identisch. Nach jedem Arbeitsschritt wird wie immer mit Schleifpapier entgratet. In dieser Einstellung hier sieht man auch gut, worauf ich mit diesem kleinen Experiment hinaus will.
Durch den Winkel im Standardluftheber kommt es zu einer Brechung des Wassers, da eine sichtbare Kante vorhanden ist. In der Mitte der gebogene Luftheber weist diese nicht auf und das Wasser sollte hier flüssiger laufen. Rechts außen seht ihr den gedrehten Öko-TLH. Ihr erkennt gut die Kante hier im Standardluftheber. Die Druckkammern habe ich auch alle exakt gleich, mit ca. 60 Löchern 1 bis 1,4 mm breit gebohrt, 2 cm von der Unterseite in 2 Reihen angebracht. Und hier als nächstes zeige ich euch meine vierte Variante, in der Druckkammer spiralförmig gebohrte Löcher, ca. 25 Stück. Auf diese Variante hat mich ein Zuschauer aufmerksam gemacht und der Urheber schwört darauf, dass dieser Luftheber noch leistungsstärker sein soll als die Standardvariante. Was ich hier jetzt mache, solltet ihr zu Hause auf keinen Fall nachmachen. Ich koche hier alle Teile ab, um die Keimdichte zu verringern. Die beiden Winkelstücke haben das kochende Wasser leider nicht überlebt und mussten von mir ersetzt werden. Alle anderen Teile haben das Wasserbad gut überstanden und ich beginne jetzt mit dem Zusammenbau. Die Druckkammern werden mit Dichtungen über den Bohrungen angebracht und in die Druckkammer wird der Standard 4/6er Schlauch geklebt. Das Ganze hält auch ohne Verkleben dicht. Da ich für meinen Teil öfters mit den tschechischen Lufthebern rumhantiere, verklebe ich hier alles stabil nochmal mit Aquariumsilikon. Ich habe an alle Luftheber auch einen Saugnapf mit Kabelbinder angebracht und nach 24 Stunden Trocknung des Silikons können die Luftheber jetzt getestet werden. Terrarienbau Berlin präsentiert von links nach rechts den Standard tschechischen Luftheber, der 20-Loch spiralförmige Luftheber, der gedrehte Naturluftheber und rechts außen der gebogene. Betrieben werden die 4 Luftheber mit 2 Eheim 400 Pumpen mit insgesamt 4 Ausgängen für die 4 Luftheber. Theoretisch gesehen sollten also 200 Liter Wasser in der Stunde durch jeden Luftheber fließen. Ich nehme die Luftheber jetzt einzeln in Betrieb. Der Standard-TLH, hier gewohnt mit kleinen feinen Blasen, sehr schön anzuschauen. Der TLH mit weniger Löchern macht auf den ersten Blick schon nicht so feine Bläschen wie die übrigen Luftheber. Und der gedrehte und auch der gebogene TLH dagegen sind für Luftheber-Fetischisten eine wahre Augenweide. Hier sind sie also, die 4 Varianten im direkten Vergleich. Von der Lautstärke und auch von der Performance sind alle hier präsentierten tschechischen Luftheber nahezu identisch. Um den Durchfluss zu berechnen, habe ich mit einem Messbecher 10 Sekunden lang den Wasseraustritt gemessen und auf 1 Stunde hochgerechnet. Diese rudimentäre Überprüfung habe ich 4-mal wiederholt und ich konnte ziemlich genau ca. 700 ml Wasser pro 10 Sekunden bei jedem der 4 Luftheber nachweisen.
was in etwa 250 Liter Wasser pro Stunde entspricht. Alle 4 tschechischen Luftheber hier zusammen machen also laut dieser Berechnung ca. 1000 Liter Wasserumwälzung in dem 54 Liter Becken hier. Wenn man bedenkt, dass die beiden Pumpen maximal 800 Liter pro Stunde umwälzen sollen, merkt man, dass es sich bei meiner Berechnung hier lediglich um Schätzwerte handelt. In jedem Fall liegt die Leistung über den angenommenen Werten und bis auf den Luftheber mit den 20 spiralförmigen Löchern in der Druckkammer finde ich persönlich alle 3 Varianten ziemlich genial. Der gedrehte Öko-Luftheber wird gerade in meinem 120 Liter Aquarium Langzeit getestet. Sobald ich hier Heilwasser sehe, lasse ich es euch wissen. Entscheidet selbst für euch, worauf es bei einem gut gebauten Luftheber ankommt. Der Vielfältigkeit und Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Danke fürs Zuschauen, klickt mal wieder vorbei und bis zum nächsten Mal.